Du verschenkst gerne Naschereien an deine Liebsten oder auch an deine Familie, vielleicht sogar zu Weihnachten und bist auf der Suche nach neuen Ideen? Wir haben da ganz bestimmt was für dich. Hast du schon mal was von Cocoa Bombs, Bruchschokolade oder Spekulatiuscreme gehört? Wir zeigen dir, wie das geht. Hi! Hallo! Wir sind Caro und Victoria und wir zeigen euch heute, wie man kleine Snacks ganz einfach selber machen kann. Und was besonders leicht zu machen ist Spekulatiuscreme. Und die zeigen wir dir jetzt. Let's go! Das Besondere an diesem Rezept ist, es eignet sich auch ganz besonders gut für Weihnachten. Also zuallererst ist es wichtig, dass wir die Spekulatius klein hacken, damit wir die Grundkonsistenz von der Creme bekommen. Das machen wir jetzt hier mit der Küchenmaschine. Also ihr seht, hier ist so ein bisschen Pulveriges und noch ein paar Crunchstücke. Wir fügen jetzt die restlichen Zutaten einfach hinzu. Kondensmilch und eine vegane Alternative Hafermilch, braunen Zucker, weiche Butter, alternativ aber auch Margarine, um es wiederum vegan zu machen, und Zimt. Dann kommt das Ganze jetzt wieder in unsere Küchenmaschine rein, würde ich sagen. Wir haben auch nichts vergessen, ne? Nee, wir haben Gut. alles. Oh, es riecht richtig gut. Es riecht richtig nach Weihnachten. Das sieht auch schon richtig gut aus und deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal probieren. Unbedingt. Man muss ja wissen, was man verschenkt, ne? Eben. Oh, ich hab einen Punch. Mega lecker. Wir haben jetzt hier so kleine Gläschen vorbereitet zum Verpacken. Die eignen sich da ganz gut zu und sehen auch immer ganz hübsch aus. Und wenn das dann alles gleichmäßig auf die Gläser verteilt ist, dann ist es wirklich ganz wichtig, die luftdicht zu verschließen, bevor man sie dann in den Kühlschrank stellt. Und zwar müssen die dann für 12 Stunden in den Kühlschrank, damit die wirklich gut durchziehen. Und dann sind sie 6 Wochen haltbar. Und dann kann man auch anfangen, die Gläser zu dekorieren. Und dann ist das perfekte Geschenk fertig. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, Dann abonniere den Kanal. die Küche ist jetzt wieder aufgeräumt und deswegen starten wir auch direkt mit dem nächsten Rezept, was wir dir zeigen möchten. Und zwar Bruchschokolade. Dann starten wir mit der Schokolade und schneiden die etwas kleiner, damit sie schneller schmilzt. Fertig ist das Wasserbad mit der Schokolade. Dann würde ich sagen, heizen wir jetzt ein. Yes! Also wichtig, immer schön umrühren, damit das Ganze hier nicht anbrennt unten am Rand und sich die Schokolade schön vermischt. Mein Geheimtipp an dich, nimm ein bisschen Kokosöl dazu, dann wird die Schokolade noch ein bisschen cremiger und definitiv nicht bröckelig. Wenn dann alles geschmolzen ist, dann muss die Schokolade ungefähr so aussehen, dass es so richtig schön zerrinnt. Das wird gut. Und dann brauchen wir jetzt noch 2 weitere Töpfe, damit wir die Schokolade ein bisschen aufteilen können und dann mit der Lebensmittelfarbe einfärben. Wir suchen uns Rot aus, weil wir möchten 2 verschiedene Rosatöne haben. Einmal ein hellrosa, ein dunkelrosa und ein weiß in der Mitte und das dann später zusammenmischen. Als nächstes holen wir uns unser Blech und wir brauchen noch Backpapier. Jetzt kommt das spaßige Teil und zwar haben wir unsere flüssige Schokolade und packen die nach und nach aufs Backblech, um sie danach dann schön zusammen zu verrühren. Wir packen das Weiß jetzt in die Mitte und dann die beiden Pinktöne rechts und links davon. Ja. Wir haben jetzt 2 Varianten, womit wir die Muster reinmalen können. Einmal mit so einem Schaschlikspieß oder auch mit einem Zahnstocher oder mit einer Gabel. Solange die Schokolade noch flüssig ist, geht es jetzt ans Dekorieren. Ich starte jetzt hier mal mit so schönen lilanen Glitzerperlen. Und ich mache mich an die Kekse. Dann auch ein bisschen mischen. Wir haben ja nochmal kleinere Perlen. Einfach komplett seiner Fantasie freien Lauf lassen, würde ich sagen. Liebe Leute, das ist Kunst. Wir packen unsere fertige Schokolade jetzt in den Kühlschrank, damit die hart werden kann. Und da müssen wir nur noch warten. Ja, perfekt. So, das ist das fertige Endprodukt. Oh, ich finde auf jeden Fall, es sieht ziemlich toll aus. Also, ich muss sagen, ich bin ziemlich happy mit unserem. Oh yes. Ja. Das sind jetzt unsere fertigen Bruchstücke hier. Und da gibt es echt ein paar kleine Highlights. Sehen richtig toll aus. Haben hier auch zum Teil einen roten Rand Ja. durch die Einfärbung. Na dann. Ja, cheers. Cheers. Dann verpacken wir das jetzt mal in so kleine Tütchen. Dazu werden wir immer so ein paar Stückchen zusammen, vielleicht so 2, 3 Stückchen in ein Tütchen zusammenpacken, mit einer Schleife schön zubinden, noch ein kleines Schildchen dran machen und dann sind die fertig und bereit zu verschenken. Die Küche ist wieder aufgeräumt und deswegen starten wir mit unserem letzten Rezept für heute. Cocoa Bombs, das sind kleine Überraschungsbomben aus Trinkschokolade,
Die werden mit Marshmallows gefüllt und mit Kakaopulver und kommen dann in heiße Milch rein, wo sie sich auflösen. Ich persönlich finde die Cocoa-Bombs eine super coole Sache, ist allerdings etwas schwieriger zuzubereiten, aber auch das kriegt man mit etwas Geschick auf jeden Fall hin. Als erstes brauchen wir unsere beiden Töpfe, da werden wir jetzt ein Wasserbad vorbereiten. Worauf wir auf jeden Fall besonders jetzt achten müssen, ist, dass die Schokolade nicht komplett flüssig wird, denn wir haben ja vor, die Schokolade dann in die Halbkugeln zu füllen. Und wenn sie zu flüssig ist, dann hält sie halt hier oben am Rand nicht, wenn wir nachher beide Hälften zusammensetzen möchten. So, unsere Schokolade hat jetzt einen guten Flüssigkeitsgrad erreicht. Also das heißt, wir stellen sie jetzt an die Seite und werden jetzt einen Teil davon einfärben. Guti, dann starte ich mal. Packe ich hier die erste Schokolade rein und werde die jetzt mit einem großen Löffel einmal so an die Seiten. Und da merkt man, es wird jetzt schon ein bisschen zäh. Also man muss sich dabei wirklich beeilen. Aber es ist eine perfekte Konsistenz, weil es bleibt an den Seiten hängen. Ja, worauf ihr dabei wirklich achten müsst, ist, dass die Schokolade relativ dick drin ist, damit diese Kugeln später nicht zerbrechen und auch wirklich eine feste Schale haben. Und dass sie wirklich bis zum Rand hochgeht, weil sonst könnt ihr die beiden Hälften später schwer zusammenfügen. Ja, das ist jetzt fertig. Die Form mit unseren roten und grünen Kugeln ist gefüllt. Die packen wir jetzt auch direkt ins Tiefkühlfach, damit die Schokolade hart werden kann. So, hier haben wir jetzt auch schon unsere gefrorenen ersten Hälften. Die sind jetzt fertig. Die waren nur ein paar Minuten im Gefrierfach und sind schon hart geworden. Und die kann man hier jetzt ganz einfach so rauslösen aus den Formen. Quasi dabei, von unten nach oben. Ja, dabei nur ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu grob, damit sie nicht brechen. Aber an sich sind die sehr stabil. Nächster Step, einmal direkt die unteren Hälften füllen. Wir haben hier einmal Kakaopulver und ich würde mich mega über Marshmallows im Kakao freuen. Alternativ könnte man da jetzt auch noch Karamell mit reinfüllen, vielleicht Vanillesirup. Oder so eine Haselnusscreme. Genau. Im nächsten Step müssen wir jetzt quasi die oberste Hälfte auf die untere kriegen. Unsere Idee war jetzt, wir haben schon bereits das Wasser vom Wasserbad ausgegossen. Der Topf hat ja noch eine Restwärme. Die nutzen wir jetzt. Wir haben nämlich vor, die obere Hälfte an die warme Oberfläche zu drücken, sodass dieser obere Kreis hier anschmilzt und der quasi als Kleber funktioniert, damit die beiden Hälften zusammenhalten. Wir haben jetzt hier die fertigen Cocoa-Bombs und wollen jetzt dekorieren. Genau. Und dazu verwenden wir jetzt noch unsere restliche geschmolzene dunkle Schokolade. Die werden wir so ein bisschen über die Bälle drüber träufeln. Die dient dann so ein bisschen als Kleber, damit dann die Streusel und Mini-Marshmallows und Nüsse darauf halten. Genau, wenn das Ganze so ein bisschen weihnachtlicher aussehen soll, kann man da natürlich auch schauen, dass man bei der Dekoration so ein bisschen auf die Farbe Rot, Grün oder Glitzer geht. Damit das Ganze so ein bisschen mehr nach Weihnachten ausschaut. Genau. Und fertig sind sie. Fertig sind sie. Und ich würde sagen, sie sehen ziemlich gut aus. Ja? So sieht das Ganze dann verpackt aus. Und unbedingt dazu sagen, dass man das Ganze in Milch auflösen soll und nicht einfach so reinbreißen kann. Genau. Das sind nämlich keine Pralinen, sondern Cocoa-Bombs für Trinkschokolade. Genau. Ja, wir sind für heute fertig. Wir haben super viele schöne Sachen kreiert. Das hat alles mega gut funktioniert. Ja, und jetzt würde ich sagen, bist du dran. Schnapp dir die Zutaten und überrasche deine Liebsten.